Um in unserem Koordinatensystem vermessen zu können, muss ich dem Gerät erstmal sagen, wo es eigentlich steht, in welche Richtung es schaut und so weiter und so fort. Dafür messen wir jetzt jeweils Entfernung und Winkel zu den beiden Punkten, deren Koordinaten uns bekannt sind, an. Und danach weiß das Gerät selber, wo es steht und kann jeden anderen Punkt im Raum dann frei berechnen. Das ist die Funktion der sogenannten freien Stationierung. Dafür gehe ich hier auf Stationieren und er sagt mir schon, was ich tun soll. Ich kann einen Standpunkt aufstellen, um die Koordinaten und Orientierung zu bestimmen. Ja, das machen wir auch. Ich gehe mal auf Weiter. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Orientierung zu Linie ist das erste, was er mir gibt. Standpunkt nicht bekannt. Das stimmt. 2 beliebige Punkte, die eine Linie definieren, messen. Das ist auch schön, aber ich kriege hier keinen echten Standpunkt. Ich bin dann nur relativ. Dann sagt er mir, okay, du bist 20 Meter links und 10 Meter hoch von dieser Linie. Das bringt uns nicht weiter. Gehen wir mal weiter, was es noch so gibt. Orientierung setzen. Der Standpunkt ist bekannt. Anschlusspunkt anvisieren, um die Orientierung zu setzen. Das ist das, was früher die sogenannte bekannte Station oder bekannte Stationierung war. Dafür müsste ich genau über einem unserer Fixpunkte aufbauen, könnte dann aber mit einer einzigen anderen Messung zum nächsten unserer Fixpunkte das Gerät stationieren. Da es Ewigkeiten dauert, so ein Gerät genau über einen Punkt aufzustellen, mache ich das nicht gerne. Ich stehe lieber dort, wo ich alles sehe. Das muss nicht immer auf einem dieser Fixpunkte sein. Wir suchen uns die andere Funktion, die wir brauchen. Wir gehen weiter, bis wir zum Punkt kommen der freien Stationierung. Hier ist der Standpunkt nicht bekannt. Das stimmt. 2 oder mehr bekannte Punkte messen. Wir haben 2 Punkte. Wir können messen. Dann machen wir das doch einfach. Wie soll unser Standpunkt heißen? Dort geben wir einen Namen ein. Das Datum ist dort immer ganz gut. Okay, die Instrumentenhöhe ist es hier mal mit 1,50 Meter festgesetzt. Das ist eigentlich egal, weil wir nachher nicht relativ zur Höhe dieses Gerätes messen, sondern zu unseren Fixpunkten. Intern rechnet er damit rum. Das kann uns aber eigentlich egal sein. Wir können es hier auf 1,50 Meter lassen. Vorsicht, wenn ich mit einer bekannten Stationierung arbeite, muss ich das auf den Millimeter genau eintragen, wie hoch die Drehachse meines Tachymeters ist. Noch ein Punkt mehr, einfach eine freie Stationierung zu machen. Ich gehe auf Weiter. Der Punktname. Hier können wir jetzt die Punkte aus unserem Job heraus wählen. Ich gehe hier auf Liste und siehe da, wir haben hier verschiedene Messungen. Das ist noch Müll von der Spannmaßberechnung. Ich nehme jetzt aber hier den Fixpunkt 1, den werde ich auswählen, okay, und werde diesen Punkt anpeilen und dann messen. Okay, ich habe jetzt auf Fixpunkt 1 eingestellt, aber, und das darf man nicht vergessen, so wie ich das jetzt hier vergessen habe, er fragt mich noch etwas. ZH, das ist die Zielhöhe. Wie hoch ist denn jetzt eigentlich die Tachystange, auf die ich schieße? Und da frage ich mal, ist die Stange auf 1,35? Gut, ich stelle das jetzt hier auf 1,35 Meter ein. Wir hatten ja schon gelernt, je niedriger, desto besser. Das wäre fatal, wenn ich das falsch einstelle, dann habe ich nachher einen Höhenfehler in allen Messungen, die ich an diesem Tag mache. So, ich gehe jetzt hier auf Messen. Er hat etwas gemessen und fragt mich jetzt, was will ich weitermachen. Lagegenauigkeit, Höhegenauigkeit und so weiter und so fort, da kann mir noch nichts sagen. Er hat ja erst einen Punkt, er kann nicht sagen, wie genau es ist. Und deshalb können wir jetzt verschiedene Sachen machen, weitere Punkte messen, das ist, was wir gleich tun werden. Wir könnten den Punkt, den wir schon hatten, in einer anderen Lage anmessen. Das heißt, wir würden das Gerät um 180 Grad drehen und auch hier das Objektiv um 180 Grad drehen, um dann jegliche bauartbedingten Ungenauigkeiten ausschließen zu können. Wir könnten eine Toleranzen rumschrauben, das machen wir ja gar nicht. Oder wir könnten Stationskoordinaten berechnen. Wenn ich da drauf drücke, wird er sagen, nein, das können wir nicht, du hast nicht genügend Punkte. Also hilft nichts, ich muss weitere Anschlusspunkte messen. Okay, mittlerweile steht die Kollegin auf dem nächsten Punkt. Ich kann aus der Liste Fix 2 wählen, gucken, dass ich schön genau drin bin im Ziel und dann drücke ich wieder die Taste Messen. Okay, danke. Und jetzt habe ich die Ergebnisse.
Da können wir uns die Ergebnisse mal angucken. Er sagt uns, die Lagegenauigkeit ist 0,000. Das ist nicht 0,00. Da kommen natürlich irgendwelche Kommastellen nachher hinten dran. Das ist bloß momentan so genau, dass er das nicht mehr anzeigen kann. Die Höhengenauigkeit ist 1 mm genau. Das passt jetzt recht gut. Und wenn ich damit zufrieden bin, das bin ich, gehe ich jetzt hier auf F4, Stationskoordinaten berechnen. Ich kriege Stationskoordinaten angezeigt, das kann ich jetzt überprüfen, das wirkt für mich ganz vernünftig. Also ein Ostwert von 1020, ein Nordwert von 1016. Hätte ich jetzt den zum Beispiel Fixpunkt 1 und 2 vertauscht beim Messen, hätte er trotzdem ein für sich selber mathematisch sinnvolles Ergebnis errechnet, dann hätte ich aber einen Ostwert von irgendwas um die 980 und einen Nordwert von 900. Schlag mich tot. Ich würde also sinnlose Werte angezeigt kriegen. Deshalb gucke ich immer mal nach, ob ich richtig stehe. Bin ich damit zufrieden, drücke ich auf Setzen. Das gucken wir uns ja nochmal an, was dann passiert hier. Da ist es wichtig, dass ich darauf achte, Station und Orientierung gesetzt. Dies ist erschienen. Jetzt ist das Gerät in der Lage zu messen.